Heute fahren wir mal ein bisschen Landstraße und ein bisschen durch Minga und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Radfahren in Minga und Umgebung Nummer 20. Grüß euch. Da haben wir wieder das perfekte Beispiel, dass man ohne 2 Meter sicher überholen kann. Sowas muss aber nicht sein, da wünsche ich mir schon die 2 Meter. Komm, ey. Und wegen dem habe ich jetzt durch die Schlaglöcher fahren müssen, weil ich Angst gehabt habe, dass wenn ich ausweiche, dass er mich dann umnietet. Trotz freier Sicht fahrt er zu knapp vorbei. Und sinnlos war es auch, weil ich da vorne sowieso auf den Radlweg gefahren wäre. Hätte er gewartet, dann hätte er nicht einmal überholen müssen. Das schmale Stückel da ist der gleiche Weg wie gerade eben, der ist in beide Richtungen benutzungspflichtiger Rad- und Fußweg. Zudem fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Also auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Also am besten nicht kommen, aber wieso macht man sowas? Und schon wieder, trotz freier Sicht, man kann dort ja zumindest den vorhandenen Platz nutzen, auch wenn es dann immer noch keine 2 Meter sind. Ich gehe da jetzt einfach mal blind über die Straße, wird schon keiner kommen. Gut, dass wir schauen. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder dazu sagen soll. Erst macht's ganz rechts so ein kleines Mini-Handzeichen und dann tut's zack einen Arm raus und über die Gegenspur dann abbiegen, ohne dass sieht, ob einer kommt. Also es ist zwar schön, dass anfangs nur das Autschgerl durchlasst und schön passiv fahrt, aber dann so plötzlich dann abbiegen, das kommt halt für manche unerwartet und dann entstehen halt wieder so gefährliche Situationen. Klar, sie hat schon geschaut, aber ich weiß nicht. Am Schatten sieht man's, dass ich beinahe knapp überholt worden bin. Der zweite Anlauf allerdings, der klappt ganz gut, also mit dem bin ich dann zufrieden. Wenn ich so denke, wie manche so einparken, dass sie dann zum Schluss gefühlt senkrecht drinnen stehen. Also für die Leute, so parkt man richtig ein. Wenn zwischen am Radlweg und der Straße nur parkende Autos sind, dann passt bitte auf, nicht dass einer einfach blind abbiegt. Ich hasse Geisterradler, besonders die, die dann sogar zu stur sind, auszuweichen. Ab jetzt ist die Ampel rot. Das heißt, jeder, der jetzt nur in Kreuzung reinfährt, fährt über Rot. Es muss natürlich wieder genau da losgelaufen werden, wo ein Radler kommt. Nicht davor, nicht danach, währenddessen. Enges Überholen gibt's übrigens auch unter Radlern, was ich nicht verstehe, weil die müssten es ja eigentlich am besten wissen. Der BMW ist die ganze Zeit neben mir gefahren, beziehungsweise so schräg hinter mir, dass ich nicht einmal ausweichen hätte können. Im Gegensatz zu den bläden Radwege kann ich mich nicht in Luft auflösen, ich muss irgendwo weiterfahren. Wenn er schon merkt, dass er da nicht durchkommt, dann kann man doch dahinter bleiben. Daneben ist eine blöde Idee. Ich hasse Geisterradler. Wo sie gemerkt hat, dass kein Platz ist, ist dann abgestiegen und hat geschoben. Also mit der Aktion war ich ja mal total verwirrt. Ich habe erst gedacht, der packt ein, dann warte ich halt da, dann fährt der auf einmal auf mich zu und dann habe ich nicht gewusst, wo der überhaupt sein mag. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Ei, Es war halt nicht, wenn sie alle auf eurer eigenen Spur bleiben, dass ich mehr Platz hätte.
warum man das nicht nachmachen sollte, ist glaube ich klar. Beide Fahrspuren führen in die genau gleiche Richtung und zwar noch über Kilometer hinweg. Warum man sie dann trotzdem zwischen die zwei Transportern neibatzen muss, das verstehe ich leider überhaupt nicht. So ein Radl habe ich davor auch noch nie gesehen. Was ist denn das dann? Heißt das auch noch Tandem oder nennt man Schönes das Fahrrad. anders? Warum machen Fußgänger das? Nicht alle, aber immer wieder sehe ich sowas. Radler sieht mich, fahrt auf Zeiten, lasst mich durch. Miteinander geglückt. Dankeschön. Ja. Schön bei Rot über die Kreuzung. Also ich frag mich, woher wir Radler so einen schlechten Ruf haben. Natürlich fährt man über Rot. Wenn man es schon als kleines Kind falsch beibracht wird, dann frage ich mich, was wird wohl später das Kind machen, wenn es dann allein mal Radl fährt. Nur mal kurz. Den Gehweg mit dem Licht ruinieren, die Sicht auf die Ausfahrt der Tankstelle blockieren, Radfahrer und Fußgänger gefährden, aber alles nur kurz, also alles noch im Rahmen. Und mit dem knappen Überholen haben wir es dann für heute schon wieder. Macht's es gut und Servus.